Das Volksparkstadion hat sich zum Frustplatzstadion verändert. Die Fans konsterniert. Der HSV 0:0 gegen Mainz. Ein Tor nicht gegeben, nach Videobeweis zu Recht. Ein Elfmeter bekommen und den schlecht geschossen und nicht verwandelt durch Kostic. Florian Möller hielt. Die Hamburger rennen an, die Mainzer stehen hinten drin und hoffen, dass nichts passiert. Und noch sieht's gut aus. 0:0. Jetzt der HSV im 16er Waldspiel. Ist an der Grundlinie, scharf zurückgelegt, auf der Linie geklärt. Zur Ecke. Druck durch den HSV, aber wieder kein Tor. Es bleibt beim 0:0. Und wir fragen auf Schalke nach, was macht Hertha beim Rückstand bei Holger Dahl? Sie tun sich schwer, denn die Schalker mit dieser 1:0-Führung sehr diszipliniert in ihrer Grundordnung. In der zweiten Halbzeit wenig Chancen. Ein Kopfball mal von Rekik, dem Herthaner, über das Tor. Und wir reiben uns so ein bisschen die Augen. Hier spielt tatsächlich der Tabellenzweite, der FC Schalke 04, in der Blitztabelle auf dem zweiten Platz. Und das mit einer ja allenfalls soliden Leistung. Aber all das ist möglich in der Fußball-Bundesliga, denn hinter den Bayern ist doch irgendwie viel Mittelmaß. Ist Frankfurt mehr als Mittelmaß, Philipp Hofmeister? Zumindest tabellarisch, denn hier spielt der aktuelle Tabellendritte der Fußball-Bundesliga. 1:0 führt die Eintracht gegen Hannover 96 durch den Treffer von Danny da Costa. Der Mann, der um ein Haar gerade einen Foul-Elfmeter verschuldet hätte. Schiedsrichter hatte schon auf den Punkt gezeigt. Aber dann kam der Blick auf den Monitor. Es war kein Elfmeter, es war eine Schwalbe. Gelb für Albonos, den 96-Spieler. Und damit bleibt es beim 1:0. Gerade jetzt Kopfballchance für Hannover 96. Harnik im letzten Moment gestört. Es ist wirklich viel drin, viele Zweikämpfe, viel Trash-Talk und eine 1:0-Führung für Frankfurt in diesem intensiven Spiel. Wie viel steckt drin bei Wolfsburg gegen Leverkusen, Michael Augustin? Eine Menge von Leverkusen, wenig von Wolfsburg. Bayer führt seit der 31. Minute mit 1:0. Torschütze Alario, Foul-Elfmeter. Eigentlich wollte doch Wendell diesen Strafstoß ausführen. Der hatte sich den Ball schon dahin gelegt. Aber dann kam Alario und hat wahrscheinlich gesagt, Junge, lass mich mal. Und er hat es gut gemacht. Er hat Kuhn Castells im Tor des VfL Wolfsburg keine Chance gelassen. Wolfsburg harmlos auch bei der Heimpremiere des neuen Trainers Bruno Labbadia. Und Leverkusen hat hier alles im Griff. Wer hat die Partie in Augsburg im Griff? Karl-Heinz Gas. Chapeau Hoffenheim, sage ich nur. Chapeau Julian Nagelsmann an alter Wirkungsstätte. Führt Hoffenheim verdient, hochverdient mit 2:0. Aber Eckball für Augsburg, den schauen wir uns an. Augsburg hat noch gar nichts gezeigt. Eckball kommt rein von Schmid, dann springt einer hoch. Chance, Tor! Tor für Augsburg. Anschlusstreffer durch Khedira. Und was sagt der Schiedsrichter? Abseits. Drüben ist das Fähnchen hochgegangen. Also den Torschrei nehme ich zurück. Tor gilt nicht. Eckball kommt herein, wird dann verlängert mit dem Kopf. Und dann hat der Unparteiische eine Abseitsposition gesehen. Das war ganz, ganz knapp. Sean Parker, der Eingewechselte. Mein Gott, ich glaube, hier gibt es Videobeweis. Jawohl, jetzt schaut er sich das Ganze nochmal an. Oder er lässt weiterspielen. Nein, das Tor wird nicht gegeben. Es war Abseitsposition ohne Videobeweis. Hier bleibt es weiterhin beim 2:0 für Hoffenheim. Jetzt fragen wir Alexander Bleik. Hamburg-Mainz, fällt da heute noch ein Tor? Ich glaub's ja fast nicht. Das Spiel im Moment unterbrochen nach einem Foul an Sven Schiplock. Da versuchte Gümbermann einen Konter der Hamburger zu verhindern, rammte dem Hamburger das Bein in die Brust und es gibt Freistoß. Jetzt, nachdem dann der HSV, das Spiel lief weiter, die Hamburger in der Vorwärtsbewegung, der HSV, als der Ball verloren wurde, selbst Foul beging und es gibt jetzt Freistoß für die Mainzer. Also, die Hamburger bemühen sich, sie versuchen viel, aber man merkt, dass die Mannschaft einfach nicht die Möglichkeiten hat, völlig verunsichert ist. Die Fans werden immer ruhiger und ruhiger und die Mainzer werden kaum gefordert. Die betteln hier zwar um ein Gegentor, aber gegen eine Mannschaft wie der HSV es ist, kann man sich das vielleicht auch leisten, da es hier nicht so richtig weitergeht. Lieber wieder Schalke. Holger Dahl, bitte. Einwurf für den FC Schalke 04, 1:0 vorne seit diesem Tor von Marco Piazza aus der 37. Spielminute. Der ist mittlerweile ausgewechselt. Für ihn kam Alessandro Schöpf und Schalke lässt jetzt mal den Ball hinten rumlaufen. Da ist Naldo schon drin in der Hälfte von Hertha BSC. Die Herthaner in den roten Trikots rutschen jetzt mal ein bisschen nach vorne, setzen Schalke im Spielaufbau unter Druck. Schalke auf dem linken Flügel an der linken Außenlinie mit Otschipka unterwegs und dann geht der Ball hinten wieder über Nastasic zu Ralf Fährmann, der noch gar nicht viel
viele Bälle halten musste, Schalkes Torhüter, denn die wenigen Möglichkeiten, die Hertha hatte, die gingen meist drüber oder am Tor vorbei. Und die größte, die, glaube ich, haben die Herthaner irgendwie immer noch im Kopf. Niklas Stark, 14. Spielminute, ganz frei vor dem Tor, 3 Meter, wird da angeschossen, aber bringt den Ball nicht im Tor unter. Vielleicht ist das die Chance, wo anschließend alle sagen, Mensch, hätten wir da mal getroffen. So führt Schalke mit 1:0 und ich habe einen ganz schlimmen Ohrwurm in der Halbzeitpause hier auf dem Stadion Wolfel. Ein Schalke-Fan auf die Melodie von Howard Carpendale, Ti amo, mit Tedesco. Philipp, das war ganz, ganz schlimm. Philipp Hofmeister, musikalisch geht's weiter in Frankfurt. Oh, da kann ich nachlegen. Wir hatten hier in der Halbzeitpause folgenden Song: Ich möchte ein Eisbär sein am kalten Polar. Und das zu diesen spätwinterlichen Temperaturen, ein bisschen NDW. Das war das Bild in der Halbzeitpause. Das Bild jetzt, nach 72 gespielten Minuten, unten auf dem Rasen weiter 1:0 für Eintracht Frankfurt. Aber Hannover muss was tun, Hannover will was tun. Bebu ist gekommen für Baccalords. Das ist ein klar offensiv ausgerichteter Wechsel. Jetzt gibt es aber erstmal Einwurf für Frankfurt. Timothy Chandler, Aller, Frankfurts Stürmer, verlängert mit dem Kopf auf Höhe der Mittellinie. Aber sofort ist Hannover in Person von Waldemar Anton dazwischen. Und der versucht jetzt von hinten heraus das Spiel aufzubauen. Da ist Bebu, der Eingewechselte, allerdings noch mit dem Rücken zum gegnerischen Tor auf Höhe der Mittellinie. Und wieder geht's hinten rum, weil Frankfurt den typischen Kovac-Fußball spielt. Laufstark, intensiv, schnell wieder alle Mann hinter den Ball bringend. Da ist es ganz schwer. Sind die brutal schwer zu knacken, die Frankfurter. Beste Abwehr der Bundesliga hinter dem FC Bayern München. Auch deshalb steht's 1:0 für Eintracht Frankfurt. Und die Eintracht aktuell auf Platz 3 der Live-Tabelle träumt von Europa. In Wolfsburg dagegen, Michael Augustin, träumt man maximal noch vom Klassenerhalt. Ja, der 15. Platz wäre ein Erfolg. Vor einem Jahr musste Wolfsburg ja in die Relegation. Bruno Labbadia, der neue Trainer, hat ja gesagt, Abstiegskampf ist Shit. Shit happens in Wolfsburg, sage ich. Er hat gerade mit Di Martin einen neuen Stürmer gebracht, aber dessen Empfehlung aus 13 Spielen kein Bundesliga-Treffer. Leverkusen hat alles im Griff, auch jetzt mit Jedwai im Anstoßkreis, spielt auf Brandt, der wurde ja mal deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg 2014. Mit der A-Jugend, der wurde eingewechselt, der kam von der Bank bei Bayer. Leon Bailey wegen Oberschenkelproblemen auch nur auf der Bank. Der vermeintlich beste Spieler der Fußball-Bundesliga wird geschont. Ball ist bei Ta in der Hälfte von Bayer Leverkusen, der zu Volland, der noch in der eigenen Hälfte wird angelaufen von William, aber da schießt er den Ball dann in Seiten aus und da gibt Bruno Labbadia wie früher als Spieler oder bei seiner letzten Trainerstation in Hamburg alles viel in Bewegung, sehr engagiert. Ich würde fast sagen, engagierter als seine Spieler. Wie ist es mit dem Engagement in Augsburg bestellt, Karl-Heinz Kaas? Ja, von den Hoffenheimern sensationell, hochverdient das 2:0, keine Frage, kann ich jetzt erzählen, denn das Spiel ist unterbrochen, ein Wolfsburger, das heißt ein Hoffenheimer auf dem Rasen. Sie haben gewechselt, die zweite Stürmergarnitur ist jetzt da mit Cordova und mit Sean Parker, der heute in dieser Saison noch keine Spielminute hatte, weil die ersten beiden ausgefallen sind, Kajubi gesperrt und Finn Bogason verletzt. Naja, da kannst du halt vorne wenig bewirken. Tor übrigens von Sean Parker, wir waren live drauf, zu Recht nicht gegeben, minimal abseits, aber das hat der Unparteiische aus Hamburg, das hat Patrick Ittrich, der 39-jährige Polizeibeamte, sehr gut gesehen, beziehungsweise scheint Schiedsrichterassistent. Also, hier weiterhin 2:0, Torschützen Kramaric und Gnabry, beide schon ausgewechselt, jetzt kommen neue Ut und Scholoi, also da hat natürlich Julian Nagelsmann auch gute Variationsmöglichkeiten, aber ich glaube nicht mehr an Augsburg, dafür haben sie heute einfach zu schlecht gespielt. So, jetzt warten wir auf einen Sieger in Hamburg. Alexander Bleik, wird es einen geben? Ich weiß nicht, Karl-Heinz, ich habe das Gefühl, dass genau die Worte vorweggenommen. Das wird nichts mehr werden, hast du gerade gesagt, aus Sicht der Augsburger. Ich sehe es ähnlich fast wie beim HSV. Der hat gerade seinen letzten Joker gebracht. Fiete ab, der 18-Jährige ist gekommen, herein in die Partie genommen und Jung, der Mittelfeldspieler, raus. Also 5 offensive Leute jetzt auf dem Platz. Alles oder nichts, das Rezept hier von Bernd Hollerbach. Der HSV kommt über die rechte Seite, Fehlpass da von Sakai. Mainz könnte vielleicht mal kontern, aber die verstecken sich auch nur noch hinten drin. Die versuchen, dieses 0:0 über die Zeit zu bringen und das würde bedeuten 7 Punkte weiter Vorsprung vor dem HSV und den nicht im Nacken, sondern auf Distanz gehalten. Die Fans singen, stehen auf für den HSV. Die Fans tun das auch. Die da sind nicht viel mehr als 40.000 heute und der HSV, der unten auf dem Rasen ist, der steht irgendwie nicht auf. Der läuft hinterher den Mainzern beim Stand von 0:0. Passiert hier nicht viel.
Spiel. Und die Hertha, die wartet weiter im dritten Spiel in Folge auswärts auf ein Tor, Holger Dahl. So sieht's aus und deswegen, um das zu ändern, beim 0:1 Rückstand hier auf Schalke haben sie gerade 9 Stürmer gebracht mit Vedat Ibišević vorne für Davy Selke, also 1:1 Wechsel. Aber jetzt Freistoß für Schalke aus dem Halbfeld heraus. Caligiuri bringt ihn rein in den 16er und Naldo kommt da zu Fall und ehrlich gesagt, der fällt eigentlich nicht ohne Grund und geht jetzt auch mal in Richtung Schiedsrichter Sascha Stegemann. Der sagt aber, das ist nichts gewesen, das war nicht elfmeterreif und das würde ich jetzt mal von hier oben, Luftlinie 80 Meter entfernt, genauso bestätigen. Kein Elfer, dafür hat es nicht gereicht, auch wenn ganz leicht geschubst und geschoben wurde, aber das ist, glaube ich, ganz normal bei diesen Freistößen, die Daniel Caligiuri reinbringt. Hat seine 7. Torvorlage gesammelt heute in diesem Spiel. Der Schalker Mann im Mittelfeld bei diesem Patz auf Marco Piazza. Hertha jetzt nochmal über Kalou, hat der abseits gestanden, ist drin im Strafraum an der rechten Seite, nimmt nochmal den Kopf hoch, Flankenball hinein in die Mitte, abgeblockt von Matja Nastasic und jetzt gibt es gleich den Eckball für die Hertha von der rechten Seite. Ich mache Schalke einfach mal den Vorwurf, dass sie nicht weitergespielt haben, nicht konsequent weitergespielt haben nach der 1:0 Führung. Jetzt gibt es den Eckball für die Hertha. Lazaro wird ihn bringen mit dem rechten Fuß von der rechten Seite. In der Mitte die großgewachsenen, natürlich Karim Rekik ist auch dabei, kommt an den kurzen Pfosten, abgeblockt, die Schusschance vielleicht aus der zweiten Reihe, aber das ist zu umständlich. Jetzt geht der Ball raus zu Kalou auf der linken Seite, der flankt noch mal rein, Kopfball abseits, Chance vorbei. 1:0 für Schalke. Wir sind in Frankfurt bei Philipp Hofmeister. Selbes Bild hier, 1:0 für Eintracht Frankfurt, für den Gastgeber. Das Spiel ist sehr zerfahren in dieser Phase. Hannover 96 ist bemüht, aber das ist eben offensiv durchaus überschaubar, was sie da an Optionen bislang parat haben, um die Frankfurter mal in Verlegenheit zu bringen. Und immer wieder diese Foulspiele, diese Unterbrechungen, auch jetzt wieder Foulspiel an Frankfurts Stürmer Sébastien Haller. Und deswegen gibt es Freistoß für Eintracht Frankfurt aus dem linken Halbfeld. Das Ganze allerdings doch 35 Meter weg vom Tor von Hannover 96. Das sind natürlich jetzt wertvolle Sekunden für Eintracht Frankfurt. Da kann man mal durchschnaufen, man kann sich sortieren. Und Jonathan de Guzman ist derjenige, der den Ball jetzt gleich mit dem rechten Fuß und mit viel Effet zum Tor Richtung 96 Gehäuse bringen wird. Alle Mann am 16-Meter-Raum. Ball kommt jetzt mit dem rechten Fuß an den 5-Meter-Raum. Da Costa erneut. Der hat ja schon getroffen per Kopf heute Nachmittag. Diesmal allerdings einen Meter rechts vorbei. Und André Breitenreiter, der 96-Trainer, das ist ein Zocker. Der spielt jetzt alles oder nichts. Der hat den nächsten Stürmer gebracht. Er setzt alles auf die 9. Jonatas ist reingekommen ins Spiel für Sorg. Damit jetzt bei Hannover ganz vorne drin. Füllkrug. Das war stark. Das war Brandt. Julian Brandt mit dem 2:0 für Bayer Leverkusen. Doppelpass. Zack, war frei vor Kuhn Castells vor dem Wolfsburger Torhüter. Und dann lupft er den Ball über den Schlussmann des VfL Wolfsburg und feiert da an der Eckfahne mit allen Feldspielern, die kommen zum Gratulieren. Nur Bernd Leno, der steht da neben seinem Torpfosten, der Torhüter, und nimmt einen Schluck aus der Trinkflasche. Also, das war richtig stark, das ist absolut verdient. Leverkusen für den Wolfsburg 2:0 und in Augsburg bei Karl-Heinz Karst, da ist es hoffentlich ein bisschen spannender. Aber gleicher Spielstand, Spannung, ja gering, sag ich mal. Da müsste jetzt schnell mal der Anschluss fallen, aber da sind sie weit weg, die Augsburger heute. Eine Statistik habe ich mal rausgezogen. Hoffenheim hat in dieser Saison 10-mal eine Führung verspielt. Ja, das werden die Augsburger vielleicht auch wissen, aber sie müssen selbst mehr Gas geben. Es gibt Einwurf, das macht Max schon ausgeführt, dann bekommt er den Ball zurück. Nein, der Neue bekommt den Ball, das ist Sean Parker, dann verlieren sie ihn schon wieder. Jetzt könnte es wieder einen Konter geben. Da waren sie früher berühmt dafür, die Hoffenheimer. Heute haben sie einen gesetzt zum 2:0. Gnabry hat ihn abgeschlossen. Jetzt ist er nicht mehr drin, Gnabry, und sie können diesen Konter nicht abschließen. Schmid, Laufduell, da drüben auf der rechten Seite. Toll, gegen Nico Schulz. Bitte, wo? Wolfsburg. Schon wieder. Ja, 1:2. Admir Mehmedi hält drauf aus 18 Metern. Rechts oben geht der Ball rein. Bernd Leno war noch dran. Mehmedi jubelt gar nicht. Er kam ja im Januar von Leverkusen nach Wolfsburg. Und wir sehen hier Blitze im Stadion. Immer wenn Tore fallen, gibt es ja eine Lichtshow in der VfL-Arena. Und Mehmedi sorgt wieder für ein bisschen Hoffnung beim VfL Wolfsburg. Also nur noch 2:1 für Bayer Leverkusen. Gibt es noch Hoffnung in Hamburg für den HSV? Alexander Bleik?
Die letzten 10 Minuten sind angebrochen. 0:0 steht das Spiel. Aber es hat jetzt schon einen Sieger. Der heißt Florian Müller, ist 20 Jahre alt, macht heute seine Bundesliga-Premiere als Torhüter der Mainzer. Und wie klasse hat er gehalten hier in der ersten Halbzeit. Gegen Schiplock, gegen Kostic lenkt er den Ball an die Latte. Dann gegen Wallace die zur Stelle. Und den Foul-Elfmeter von Kostic hat er auch gehalten. Klasse Partie des jungen Keepers, von dem Sie sagen, das ist das größte Torwarttalent, was wir im Moment haben. Vielleicht sogar in ganz Deutschland. Der muss jetzt schauen, wie der HSV kommt mit ab. Der versucht sich da am Dribbling gegen 3 schwarz gekleidete Mainzer. Aber das war nur wirklich unnötig, statt den Ball abzuspielen. Dann beschwert er sich auch noch, weil er ein Foul gespielt haben soll. Nach Ansicht des Schiedsrichters kassiert die gelbe Karte. Völlig unnötig hier. Und das zeigt die Nerven. Sie liegen blank bei den Hamburgern. Nicht nur bei den Spielern nach unten, bei Trainer Bernd Hollerbach, der da schimpft, der da immer wieder gestikuliert, aber der auch sieht, dass die Uhr runterläuft. Und das in doppelter Hinsicht. Noch 9 Minuten in dieser Partie. Und da oben die Stadionuhr, die anzeigt die Bundesliga-Zugehörigkeit des HSV. Noch läuft sie, aber das könnte in 3 Monaten schon vorbei sein. 0:0. Wieder Schalke bitte, Holger Dahl. Hier sind es auch noch 9 Minuten. Die 1:0-Führung für Schalke hat Bestand. Schalke hat weiter mehr Ballbesitz, aber es geht nicht mehr zwingend nach vorne. Gerade mal die Möglichkeit, aber irgendwie verstolpert von Franco Di Santo. Jetzt ist Schalke da mit dem eingewechselten Weston McKennie. Der hat den Ball am rechten Strafraumeck, steckt ihn durch in Richtung Strafraum. Aber da kommt er dann nicht weiter, der eingewechselte Alessandro Schöpf. Und vielleicht wird es ja jetzt mal was mit einem Konter für Hertha BSC. Aber Schalke ist dann ruckzuck schnell wieder hinten. Also diszipliniert sind sie, verteidigen können sie. Und jetzt hat aber die Hertha den Ball an der rechten Eckfahne. Ist das ganz schnell nach vorne gegangen. Marvin Plattenhardt zu Lazaro, der im Doppelpass mit Plattenhardt. Ball jetzt in der halbrechten Position im Mittelfeld, aber immer noch gut 35 Meter entfernt. Jetzt sind wir an der rechten Seitenauslinie unterwegs mit der Hertha. Flankenball hinein in die Mitte. Runtergepflückt von Ralf Fährmann. Der macht das gut, der macht das sicher, der macht das souverän, aber trotzdem bleibe ich dabei. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Der FC Schalke 04, ja, er ist aktuell Tabellenzweiter im Blitzklassement, aber das ist alles nicht wirklich Champions League reif. Da müsste dann noch eine Menge passieren. Und wenn wir im Kopf haben, dass so einer wie Max Meyer, der hier heute auf dem Platz ein ganz gutes Spiel macht, gerade sein Vertragsverlängerungsangebot hat liegen lassen, vielleicht geht im Sommer. Naja, dann weiß ich nicht, wohin sich Schalke entwickelt. Auf jeden Fall im Moment führen sie mit 1:0. Und apropos gute Entwicklung, das ist so ein gutes Stichwort, Philipp Hofmeister in Frankfurt. Ja, hier spielt der aktuelle Tabellendritte. Die Eintracht führt mit 1:0 gegen Hannover 96. Aber ganz ehrlich, Champions League reif ist das bei weitem nicht, was Frankfurt hier heute zeigt. Teilweise amateurhafte, slapstickartige Einlagen, wie gerade von Eintracht-Stürmer Sébastien Haller, der hier alles klar machen muss. Läuft alleine auf Hannovers Keeper Tschauner zu und schießt ihm quasi den Ball in die Arme. Hannover ist noch mal bemüht. Na klar, 6 Minuten noch. Hier geht noch was für 96. Denn sattelfest sind die Frankfurter nicht heute Nachmittag. Marco Russ am Frankfurter Strafraum gewinnt den Zweikampf und dann ziehen die Frankfurter das Foulspiel, wird gelb gegen Hannovers Pirmin Schwegler. Und bei Frankfurt wird's royal. Der Prinz ist im Spiel. Kevin Prinz Boateng gerade eingewechselt. Das ist derjenige, der hier gerade gefoult wurde. Sie fragen sich, warum war der Frankfurter Chef denn nicht von Anfang an mit auf dem Platz? Na, weil der Grippal ein wenig geschwächt war, wie so viele in diesen spätwinterlichen Tagen. Jetzt aber ist er dabei und soll mithelfen, diese 1:0-Führung für die Frankfurter, die noch immer Bestand hat, über die verbleibenden Minuten zu bringen. Jede Menge Spannung hat Michael Augustin wieder beim Duell Wolfsburg gegen Leverkusen. Weil Leverkusen nur noch mit 2:1 führt und plötzlich ist Wolfsburg engagiert. Die Marta kämpft da an der Eckfahne um den Ball gemeinsam mit Bayer-Verteidiger Jonathan Tah. Aber es gibt letztlich dann Abstoß vom Tor der Leverkusener. Da hat Bernd Leno schon einen Ball in den Händen und bekommt von Balljung noch einen zugespielt. Aber den braucht er eigentlich gar nicht. Bernd Leno, ja, war dran an diesem Schuss von Mehmedi. Hat den Ball vielleicht ein bisschen spät gesehen. Tatsache ist, er hat den Ball jetzt an die Markierung seines 5-Meter-Raumes gelegt, wischt sich nochmal die Handschuhe und schießt ihn jetzt mit dem rechten Fuß in die gegnerische Hälfte. Und da ist es dann bei Wolfsburg Gila Vogie, der den Ball erstmal annimmt, ihn nicht festmachen kann. Im zweiten Versuch klappt das auch nicht. Möglicherweise jetzt Raum für Volland auf der rechten Seite. Wird er attackiert von 2 Wolfsburgern. Auch William, der Linksverteidiger, ist dabei. Also Wolfsburg spielt ein bisschen bissiger. Wolfsburg hat jetzt Platz auf der linken Seite von Didavi. Der wird zurückgepfiffen. Oh, da hätte Schiedsrichter Zweier die Vorteilsregelung auslegen müssen. Die Marta wurde an der Mittellinie gefoult. Aber Didavi geht
auf Richtung Tor zu. Er sprintet los, wird zurückgepfiffen. Da hätte der Schiedsrichter eigentlich anders entscheiden müssen. Die gelbe Karte, die er gerade da verteilt hat, hätte er auch noch später verteilen können. Da hat er die Wolfsburger um eine Konterchance gebracht. Es gibt aber an der Mittellinie Freistoß für den VfL. Blick auf die Uhr, noch 6 Minuten. Leverkusen führt 2-1. Und wir sind jetzt wieder bei Karl-Heinz Kaas in Augsburg. Hier sind es noch 5 Minuten. Hier fällt eher das 3:0 für Hoffenheim als der Anschlusstreffer. Schuss! Eckball. Ja, die sind stark. Jetzt haben sie 3 eingewechselt. Amiri, Ut und Soloy, den Ungarn. Und sind bei jeder Angriffsaktion gefährlich. Eben Soloy. Es gibt nur Eckball. Eckball, da hatten sie Zeit. Natürlich, sie führen ja auch mit 2:0. Aber, das muss man deutlich sagen, hochverdient heute. Heute war es einfach nichts mit der Augsburger Puppenkiste. Da spielen sie dann immer eine Insel mit 2 Bergen, wenn hier das Tor fällt. Das ist eine etwas abgeänderte Version von der Augsburger Puppenkiste, von Marionettentheater. Man hört es nicht heute, weil sie kein Tor schießen, die Augsburger. Wieder der Ball vorbei. Ball ist jetzt am Fuß von Marvin Hitz. Der schießt jetzt raus. Aber hier, glaube ich, ist alles erledigt. Längst noch nicht bei Alexander Bleik in Hamburg. 4 Minuten noch, Freistoß für den HSV, Mittelstürmerposition, Torentfernung 25 Meter und am Pfosten kauert der Florian Müller. Ich habe ihn gelobt, sehr oft gelobt heute, den Torhüter bei seiner Bundesliga-Premiere der Mainzer. Wenn Sie sich das anschauen sollen, was der alles gerettet hat heute für die Mainzer, gucken Sie rein in der Sportschau. Das ist der Mann des Spiels, wenn hier nichts mehr passiert. 3,5 Minuten noch, Mauer steht, Freistoß kommt aufs Tor, aber am Tor vorbei und Florian Müller macht da den kleinen Hüpfer, schaut den Ball nach diesem schwach getretenen Ball von Douglas Santos, dem Linksverteidiger des HSV, einen halben Meter am Pfosten vorbei und es bleibt beim 0:0 und die Mainzer da unten, die hoffen natürlich, die wollen nochmal wechseln, die wollen gleich Ucha bringen, der ja bislang glücklose Stürmer im Winter gekommen aus China, macht sich da unten bereit. 10.000 Plätze sind leer hier im Hamburger Volkspark und das ist so ein bisschen symptomatisch. Der Wechsel kostet Zeit, wir wollen lieber Fußball hören, deswegen Holger Dahl bitte auf Schalke. 3 Minuten noch zu spielen, die 1:0-Führung für den FC Schalke 04. Hertha jetzt mit viel Ballbesitz, haben hinten die Verteidigung mehr oder weniger aufgelöst. Da sind bei eigenem Ballbesitz meistens nur noch 2 rund um die eigene Hälfte unterwegs und die anderen, die lauern vorne auf den Ball. Aber jetzt haben sie den Ball hinten beim Torhüter, bei Rune Jahrstein. Der schickt sie nach vorne, spielt den Ball aber raus auf die rechte Seite in der Verteidigung auf Niklas Stark, der dann ein Stückchen weiter nach vorne. Aber das ist nicht der große Raumgewinn, so wie ich im Moment sowieso den Eindruck habe, dass Hertha vorne einfach kein Tor schießen kann. Also sie kommen schon mal ran an den Strafraum, aber dann flippern die Bälle irgendwie weg vom Fuß und jetzt nimmt Schalke natürlich auch nochmal Zeit von der Uhr. Da kommt Konopjanka rein ins Spiel. Wechsel, Max Meyer geht raus. Keine Pfiffe gegen Max Meyer. Das ist die gute Botschaft des heutigen Nachmittags. Und wir sind in Frankfurt bei Philipp Hofmeister. Wo der Ball gerade nicht rollt, sondern in den Händen des 96-Verteidigers Albornoz ruht. Eintracht Frankfurt wechselt. 60 Sekunden noch offiziell auf der Uhr. 1:0 die Führung für die Hessen gegen Hannover. Das hier kein Mittel findet. Dass es vor allen Dingen nicht schafft, seine 3 Stürmer dort vorne mal anzuspielen, mal in Szene zu setzen. Langer Ball Richtung Frankfurter Strafraum. Radetzky kommt raus und nimmt den Ball auf. Überhaupt kein Problem. Die Eintracht-Abwehr nicht mal ansatzweise in Gefahr gebracht in den letzten 10, 15 Minuten. Und das, obwohl es ja nur 1:0 steht für Eintracht Frankfurt. 0:0 weiter bei Hamburg gegen Mainz. Alexander Bleik. Was macht eigentlich die Gesamtlage im Stadion? Es war ja einiges befürchtet worden heute. Ja, noch ist sie ruhig. Die Fans, auch die Ultras, feuern den HSV nochmal an. Der nochmal über links kommt mit Santos, ist schon am Strafraum, flankt mit rechts vors Tor. Befreiungsschlag, der Mainzer erst mitten raus, landet aber wieder beim Hamburger, bei Wallacey, der den Ball wieder hoch reinbringt in den Strafraum. Wieder Kopfballabwehr, nochmal die Hamburger über die rechte Seite. Und was mir ein bisschen Sorgen macht, wenn es bei diesem 0:0 bleibt, das hieße ja, der HSV wäre praktisch abgestiegen. Die Ultras heute, deren Blockmann die Zäune erhöht hatte, sind nicht in diesen Block gegangen. Die stehen hier rechts oben von mir, direkt auf dem Übergang zur Haupttribüne mit etwa 500 schwarz gekleideten Anhängern der Hamburger. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn es dabei bleibt. Denn im Moment feuern sie ihre Mannschaft noch an. Aber das da oben ist wirklich schwer, da einen Abwehrriegel aus Sicherheitskräften zu bauen, der standhalten würde, wenn sie sich entscheiden sollten, hier Richtung Haupttribüne auszuschwärmen. Nochmal, die Hamburger versuchen es über die rechte Seite, bleiben hängen. Waldschmidt dann läuft hinterher, der eingewechselt wurde. Jetzt kann Mainz kontern. Ist das
vielleicht die Chance zur Entscheidung. Auf der rechten Seite hat sich da auch Serdar freigelaufen und dann wird er gefoult direkt an der Strafraumgrenze. Dann gibt es Gelb gegen Santos und Freistoß für die Mainzer und noch 10 Sekunden offiziell in Hamburg. 4 Minuten Nachspielzeit, also Zeit für die Runde. Holger Dahl auf Schalke. 3 Minuten Nachspielzeit laufen auf Schalke die 1:0 Führung für Königsblau und Hertha immer mehr Ballbesitz, aber immer weniger Torchancen. Jetzt ziehen sie hinein in die Mitte. Schalke vielleicht mal die Chancen, Konter zu starten im eigenen Stadion, aber dazwischen gegangen und dann der Aufschrei auch bei den Berlinern, die da bestürmen den Schiedsrichter Sascha Stegemann. Die sagen, das war doch kein Foulspiel und alle auf ihn zulaufen. Aber Freunde, das ist doch jetzt kontraproduktiv. Die Nachspielzeit läuft. Ihr müsst doch jetzt dafür Sorge tragen, dass es einfach weitergeht. Und ein Schalker liegt auf dem Boden. Also hier viel Hektik, aber jetzt gerade Stillstand. Das wollen wir nicht haben in der Bundesliga-Konferenz. Wir wollen Bewegung. Wir wollen Philipp Hofmeister in Frankfurt. Wo wir noch 1,5 Minuten haben in der Nachspielzeit. Hannover kommt nochmal. Bebu mit der Flanke in den Frankfurter Strafraum. Chandler gewinnt das Kopfballduell und dann der Befreiungsschlag. Es bleibt beim 1:0 für Frankfurt. Aber Hannover gerade vor wenigen Sekunden beinahe mit dem Ausgleich. Harnik aus kürzester Distanz nach einem Freistoß scheitert an Radetzky im Frankfurter Tor. Der mit einem Sensationsreflex. Wolfsburg gegen Leverkusen. Dort weiter 1:2 bei Michael Augustin. 3 Minuten Nachspielzeit werden angezeigt und ein Wechsel für die Statistiker. Stefan Kiesling ist gerade gekommen bei Bayer Leverkusen. Herzlichen Glückwunsch, Jubiläum, 400. Bundesliga-Einsatz. Es gibt nur einen aktiven Spieler, der noch mehr Einsätze hat. Das ist Claudio Pizarro vom 1. FC Köln. Jetzt gibt es einen Freistoß für Leverkusen und die gelb-rote Karte für William, weil er da an der Mittellinie Volland umgemäht hat. Der brasilianische Außenverteidiger der Wolfsburger hatte schon gelb. Das geht in Ordnung und bringt natürlich auch wertvolle Sekunden für Leverkusen. Leverkusen führt hier 2:1. Deutlicher ist es in Augsburg bei Karl-Heinz Kass. Ja, noch 20 Sekunden von der 3-minütigen Nachspielzeit, dann ist das Spiel vorbei. Jetzt gibt es nochmal Freistoß für die Augsburger, aber hier wird sich nichts mehr tun. Kramaric, 30. Gnabry, 50. die Torschützen für die Gäste. Hoffenheim ganz, ganz stark, aber jetzt gehen wir doch dorthin, wo es am spannendsten ist. Hamburg-Mainz, bitte Alexander Bleik. Der Ball am Strafraum, der Mainzer nochmal Kostic am linken Flügel, setzt sich durch. An der Grundlinie kann einen reinbringen. Nein, ein Abwehrbein dazwischen. Nochmal Ecke für den HSV in der 93. Minute. 2 Minuten Nachspielzeit noch. Alle Spieler mit Ausnahme von Torhüter Matenia in der Hälfte um den Strafraum der Mainzer versammelt, die ja nur noch zu 10 sind nach der gelb-roten Karte gegen Balogun, als es den Elfmeter für die Hamburger gab. Ecke kommt rein, auf den Kopf von Papadopoulos in die Mitte gegeben. 2 Mann der Mainzer gehen hoch. Nochmal Douglas in die Mitte und die Hamburger mühen sich da mit 20 Mann im Strafraum. Ein einziges Gewühl und dann sind die Mainzer da mit Donati, der versucht einen Alleingang am rechten Flügel und drischt den Ball dann einfach nur hoch und weit weg. Und jetzt ist das Spiel nochmal unterbrochen, weil ein Mainzer im 5-Meter-Raum liegt. Nach diesem Hin- und Her-Geflipper, so hat Holger Dahl vorhin gesagt, so war es auch hier kein kontrolliertes Ballspiel im Strafraum der Mainzer. Es ist, wenn ich es richtig gesehen habe, Diallo, der da unten sich den Kopf hält. Also Spiel nochmal unterbrochen und wir haben noch eine Minute Nachspielzeit. Deshalb wird es hier vielleicht ein bisschen lang. Kurze Frage, kurze Runde. Jawohl, schnell mal. Schalke nochmal gegen Hertha. Oh, die Arena auf Schalke ist ein riesiger Debattierclub da unten auf dem Rasen. Wirklich ganz schlimm. Hier wird mehr gesprochen als Fußball gespielt. Jetzt schon wieder so eine Aktion, wo Schiedsrichter Sascha Stegemann irgendwie ewig schlichten muss. Also mit Fußball hat das hier nichts zu tun. Nachspielzeit ist eigentlich auch schon vorbei bei der 1:0-Führung von Schalke. Wir machen weiter in Frankfurt bei Philipp Hofmeister. Und ich mach's kurz, hier ist Schluss. Frankfurt jubelt, schlägt Hannover unterm Strich verdient mit 1:0 und hat Europa weiter fest im Blick. Was tut sich noch in Wolfsburg, Michael Augustin? Bernd Lehner hat den Ball und lässt sich Zeit, den Abstoß auszuführen. Leverkusen führt mit 2:1. Noch 40 Sekunden der Nachspielzeit auf der Uhr. Wolfsburg hat zu wenig angeboten und Leverkusen sollte es hier gewinnen. Holt auswärts mehr Punkte als zu Hause. Die Mannschaft echt stark und Lehner müsste jetzt eigentlich mal wegen Zeitverzögerung eine gelbe Karte sehen. Der Ball immer noch nicht im Spiel. Ist er denn auch in Augsburg im Spiel bei Karl-Heinz Kaas? Spiel ist aus, Sieg für Hoffenheim, völlig verdient. 2:0 für die Gäste. Gratulation. Jetzt Alexander Bleik, Hamburg-Mainz. Die Nachspielzeit ist eigentlich abgelaufen. Nochmal Freistoß für die Mainzer, aber die lassen seit 30 Sekunden sich Zeit mit der Ausführung dieses Freistoßes. Dann schlecht ausgeführt. Ein Hamburger dazwischen, Sakai verliert ihn aber. Nochmal Mainz mit dem Schuss aufs Tor. Da, aber Matenia ist da bei diesem Versuch von Latza. Und das war die letzte Aktion. Und jetzt gibt es Pfiffe, wie man hört, da draußen. Es fliegen einige Bierbecher, aber ansonsten keine wütenden Reaktionen, eher Lethargie bei den Ultras. Die sammeln im Moment ihre Transparente ein. 0:0
ist der HSV damit schon abgestiegen. Es sieht fast so aus. Hier Schluss. Schalke gegen Hertha lief eben noch, Holger. Und jetzt ist Feierabend und gerade brandet hier der Jubel auf, denn auf dem Videowürfel wird die Tabelle eingeblendet und Schalke mit diesem 1:0 Erfolg gegen Hertha BSC tatsächlich Tabellenzweiter. Das ist ein Ding. Sie haben nicht gespielt wie ein Zweiter, aber sie haben gewonnen mit 1:0. Und die abschließenden Worte, die gibt es jetzt aus Wolfsburg von Michael Augustin. Ja, der Ergebnisdienst geht weiter. Spiel ist zu Ende. Bayer Leverkusen gewinnt verdient mit 2:1 beim VfL Wolfsburg. Und das war sie, die Bundesliga-Konferenz.